Herzlich willkommen zu Deiner Auszeit mit Mirjam. Mein Name ist Mirjam und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du heute mit dabei bist bei Yoga am Kamin zum Wohlfühlen und heute unser Thema Wohlfühlen. Wer hätte das gedacht? Wir starten heute nämlich ganz gemütlich. Wir tun was für uns, aber wir wollen uns hauptsächlich heute ein bisschen entspannen, ein bisschen wohlfühlen und trotzdem sanfte Bewegung und Kräftigung in unseren Körper hineinbringen. Wir starten hier auf dem Rücken, Knie angewinkelt, Beine zusammen und lass deine Knie hier nach außen fallen. Nimm deine Hände neben deinen Körper in Supta Baddha Konasana, einen liegenden Schneidersitz. Und wenn du dich traust, wenn du kannst, dann schließ hier für einen Moment die Augen. Richte dich ein, hier anzukommen, bei dir anzukommen. Vielleicht hattest du die Möglichkeit, eine schöne Atmosphäre heute für dich zu richten. Vielleicht brauchst du heute ein bisschen Balsam für deine Seele, Balsam für dein Herz. Und genau das versuchen wir uns heute hier gemeinsam zu holen. Lass deinen Körper ganz schwer in den Boden sinken, die Schultern fest mit dem Boden verschmilzen, dein Gesäß, deine Füße. Und dann nehmen wir die Beine hier, Knie wieder zusammen. Schnapp dir dein rechtes Knie, zieh es zu dir hin. Wenn du willst, kannst du dein linkes Bein hier ausgleiten lassen. Und einfach genießen. Und mach dir keine Panik, auch wenn wir es mal ruhiger angehen lassen. Wir tun was nicht nur für unsere Entspannung, sondern auch für unseren Körper, für unser gesamtes Nervensystem. Und dann linkes Bein ranziehen, rechtes Bein hier ausstrecken. Ganz sanft. Wir haben jetzt noch keine lange Praxis gehabt, es sei denn, du hast schon vorher was anderes gemacht. Daher gar nicht so ruppig mit deinem Körper umgehen, sondern ganz sanft und liebevoll. Ein bisschen niedlich und kuschelig. Sehr schön. Und dann zieh beide Knie ran. Komm in dein Päckchen. Uttanasana. Und schwing dich hier nach oben. Beine kommen nach hinten. Und wir kommen hier in die dynamische Katze. Vierfüßlerstand, deine Knie sind unter der Hüfte, deine Hände sind unter den Schultern. Und mit der Bewegung des Beckens gehst du hier in ein Hohlkreuz. Aber nicht um zu bleiben, sondern um gleich in einen Buckel hier zu gehen. In die Kuh und in den Buckel. Die Bewegung kommt aus deinem Becken heraus und bleibt nicht stecken in einer der Positionen. Und wenn du möchtest, kannst du den Atem dazu nehmen. Einatmen in die Kuh, ins Hohlkreuz und ausatmen in die Katze. Mach das gerne dreimal noch in deinem Tempo. Und vielleicht kannst du den Gedanken in deinen Kopf einpflanzen für unsere heutige kleine Wohlfühlpraxis, dass du dich in deinem Körper und mit dir selber wohlfühlen darfst. Dann komm hier in den Vierfüßlerstand zurück.
Nimm die Knie zusammen, Beine hinten zusammen und roll dich vom Fersensitz in das Kind. Arme liegen neben dem Körper. Oder du baust dir hier ein kleines Kissen aus deinen Händen oder einen Turm, ganz wie du möchtest. Und schließ auch hier nochmal die Augen. Lass dein Gesäß Richtung Fersen sinken. Fühl dich so richtig eingekuschelt. Und dann roll dich hier wieder nach oben. Richte alles, was du richten willst. Nochmal Richtung Vierfüßlerstand, aber die linke Hand hier etwas weiter nach vorne in die Mitte. Und der rechte Arm kommt nach oben und wir kommen hier in das gedrehte Kind. Schieb deine Hüfte, deine Becken hier nochmal geradlinig hin und leg deine Schulter auf den Boden durch das Nadelöhr hindurch. Damit sich auch deine Schultern heute wohlfühlen dürfen. Ein kleines Rundum-Paket heute für dich. Sehr schön. Dann den rechten Arm, rechte Hand hier in die Mitte und der linke Arm zieht dich in die Länge und durch das Nadelöhr hindurch, Schulter auf den Boden, Becken wieder gerade richten. Und auch hier diese perfekte Drehung. Einfach genießen. Vielleicht hattest du es heute stressig, anstrengend. Oder aber es war ganz entspannt. Und genau das Gefühl willst du jetzt noch mitnehmen. Komm hier zurück. In den Fersen sitzt die Knie etwa mattenbreit und in ein gestrecktes Kinn. Hände nach vorne wandern und dein Brustkorb sinkt hier Richtung Boden. Oder du legst die Stirn auf, holst dir einen schönen Mattenabdruck ins Gesicht. Dein Gesäß nochmal Richtung Fersen sinken lassen. Genüsslich ausatmen, einatmen. Und dann schieb dich von hier in den herabschauenden Hund. Streck dich weit aus den Armen raus. Rücken, Steißbein Richtung Decke. Und marschier hier mit deinen Füßen Richtung Fersen, Richtung Boden. Schultern sind ausgedreht, Ellbogen zur Seite. Schultern nach unten, weg von den Ohren. Ganz lang das Steißbein Richtung Decke strecken. Und dann die Knie begradigen und die Fersen Richtung Boden sinken lassen. Je nachdem, welche Tageszeit, welche Verfassung heute ist, sei liebevoll mit dir. Vielleicht ist dein Körper jetzt noch nicht so warm oder noch etwas steif vom langen Sitzen oder viel Stehen. Und dann lauf oder hüpfe hier zwischen deine Hände in eine Vorbeuge in Uttanasana. Auch hier die Möglichkeit nochmal loszulassen. Einmal deinen Oberkörper hier loslassen, Richtung Boden. Und egal wo du hier bist, ob du ein bisschen nach unten gehst oder ganz nach unten, völlig gleichgültig. Alles ist wunderbar, wenn du tust was für dich, für deinen Körper.
für dein Nervensystem und für deinen Kopf und hoffentlich auch für dein Herz. Und dann lauf hier mal nach links mit deinen Händen und nach rechts. Und dann richte dich hier auf in einen halben Tisch mit geradem Rücken. Hände entweder hier an die Seite oder hier nach vorne, wenn du noch ein bisschen mehr Kraft reinbringen möchtest. Und lass dich nochmal runter sinken. Und noch einmal nach oben in den halben Tisch. Ganz gerader Rücken. Füße pressen in den Boden. Sehr schön. Und noch einmal sinken lassen. Wenn du willst, kannst du die Hände hier noch unter deine Ballen nehmen. Zur zusätzlichen Dehnung. Hier nochmal ein bisschen rausstrecken. Und dann lass dich hier wieder sinken. Komm zurück ins Bett. Und wir machen eine kleine Wohlfühl angedeutete Liegestütze, damit wir auch das Gefühl haben, unsere Arme haben das getan. Du kannst natürlich auch ganze machen oder du deutest hier ganz sanft an und kommst dann mit Ellenbogen nah am Körper auf den Bauch, Beine hinten zusammen, Schambein in den Boden drücken. Hände unter den Schultern, Ellenbogen nah am Körper. Und Schambein in den Boden nochmal. Einatmen in die Kobra. Sehr schön. Ausatmen. Sinken lassen. Und schieb dich hier zurück in den herabschauenden Hund. Sehr schön. Alles loslassen. Und dann nimm dein linkes Bein nach oben in den dreibeinigen Hund. Klappst hier einmal um am Kamin. Oder am imaginären Kamin. Es geht ja mehr ums Gefühl für eine Hüftöffnung. Und dann nimm dein Knie zwischen die Hände vorne. In die Taube. Dein Bein ist hinten gerade ausgestreckt. Fuß liegt am Boden. Und dein Becken bleibt gerade. Vermeide bitte, dich hier in Versuchung führen zu lassen und runterzuklappen. Du kannst entweder ein Kissen drunter nehmen, eine Decke, oder einfach das Becken so gerade halten. Streck dich raus und wenn du möchtest, dann nimm die Hände hier nach vorne und streck dich in der kleinen Taube aus. Wir nehmen heute ein bisschen von allem mit, von den Beinen, von den Armen, von den Schultern, Dehnung, Kräftigung, Streckung. Aber alles etwas subtiler und ruhiger. Und dann nimm deine Hände wieder neben dein Knie, richte dich auf, schieb dich zurück in den herabschauenden Hund, Steißbein Richtung Decke. Und das rechte Bein kommt nach oben in den dreibeinigen Hund. Du klappst es leicht auf für eine Hüftöffnung. Deine Arme drücken kräftig hier aus der Matte heraus. Halten ganz viel von dem Gewicht. Und dann nimm dein rechtes Knie zwischen deine Hände. Dein Bein ist hinten ganz lang ausgestreckt. Fuß auf dem Boden. Und wieder darauf achten hier. Keiner Versuchung nachgeben, nicht absetzen. Lieber ein Kissen drunter nehmen. Oder eine Decke. Oder das Becken gerade halten. Brustkorb in die Richtung Decke stecken. Und dann kannst du hier noch nach vorne wandern mit den Händen. Und dich voller Hingabe zu dir hier hinlegen auf dein Bein, vorderes Bein.
Und dann nimm die Hände wieder neben den Knie, streck dich wieder hier raus, Brustbein Richtung Decke und dann schieb dich hier zurück in den herabschauenden Hund. Und wir kommen auf den Rücken, über die Knie, Seite, Füße zur Seite schwingen. Und kannst dich hier an einem Bein nach unten hangeln. Knie sind aufgestellt, Füße sind aufgestellt. Deine Arme entweder lang zur Seite oder hier abknicken. Und nimm deine Knie hier Richtung Brustkorb ran. Und gib dir eine kleine Massage hier durch Schaukeln deines unteren Rückens. Ein bisschen verwöhnen darf auch sein für dein Wohlfühlen heute. Und beim nächsten Mal hier auf der linken Seite, lass deine Beine ganz kontrolliert Richtung Boden sinken. Wenn die nicht runterkommen, kannst du auch ein Kissen drunter oder dazwischen nehmen. Und dein Kopf geht auf die andere Seite und schaut in die Weite oder du kannst die Augen schließen. Lass deine Schultern hier nochmal in den Boden sinken. Und komm nochmal zu den Gedanken zurück, dass du dich wohlfühlen darfst. Hier, wie du heute bist, und dass du dich wohlfühlen darfst in deinem Körper, mit dir selber. Und schau ganz liebevoll auf dich und lass mal alles Aber weg. Dann nimm den Kopf wieder in die Mitte, ein Bein nach dem anderen wieder in die Mitte bringen und deine Beine auf die andere Seite, rechte Seite vielleicht, hier sinken lassen. Und der Kopf geht auf die jeweils andere Seite. Augen nochmal schließen, Schultern nochmal in den Boden sinken lassen. Deinen ganzen Körper hier einmal loslassen. Und den Kopf wieder in die Mitte, linkes Bein nach oben, rechtes Bein nach oben. Und jetzt 2 Optionen. Du kannst hier Pause drücken und in Shavasana kommen. Oder du kommst mit mir langsam nach oben in deine Meditationshaltung. Richtest dich in der Wirbelsäule auf, Hände locker auf den Beinen liegen. Und lausche hier deinem Atem für 3 Atemzüge. Hol dir nochmal das Gefühl des Geborgenseins, das Gefühl, dass du gerade liebevoll was für dich gemacht hast. Und gute Sachen müssen gar nicht immer so hektisch sein, sondern die dürfen auch mal etwas ruhiger sein. Und erlaube dir, dich wohlzufühlen. Erlaube dir bei diesem Gefühl des Wohlfühlens am Kamin, deine Vorstellung des Wohlfühlens mit dir selber in deinem Körper anzukommen. Und ich öffne langsam meine Augen, schaue dir in die Augen, Kleines, und bedanke mich an diesem Punkt von ganzem Herzen bei dir, dass du heute bei deiner Auszeit mit Mirjam, Yoga am Kamin, dabei gewesen bist. Freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Pass gut auf dich auf.